Arda Güler wird im Sommer Real Madrid verlassen. Wenn Real nicht langsam mal aufwacht, wenn Perez nicht aufwacht und der Trainer endlich mal irgendwas richtig macht. Ja. Und die B11 von Man City gewinnt bei Newcastle. Ja, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Da schauen wir mal rauf. Und ja, Hala Madrid, mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das sind alles nicht so perfekte Nachrichten. Ich habe ja letztens in meinem Video schon gesagt, ich möchte mal ganz kurz über Arda Güler sprechen. Über das Thema, was im Sommer eigentlich passieren kann, wenn Real nicht mal langsam nachdenkt. Da wollen wir mal ganz kurz drüber sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, werde ich mal kurz sagen, dass Man City mit der B11 3:1 bei Newcastle gewonnen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch, würde ich mal sagen, ne? Unser nächster Gegner in der Champions League. Und ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie einfach wird. Nochmal, ja, das ist unser Turnier und dies und jenes, aber dieses Jahr, ja, auch wenn wir das es feiern ja wieder so viele, ja, wir haben gewonnen und so weiter, ja, ganz ehrlich, nur mit Ach und Krach wieder, und es war trotzdem kein gutes Spiel. Ich bin da ein bisschen härter, grundsätzlich, in meiner Analyse und so weiter, und ich rede nicht immer alles gut, nur weil wir mal gewonnen haben. Ich habe auch nach den 6:1 nicht gesagt, oh ja, jetzt. Nein, war das klar war. Ne, was passiert? Dafür kenne ich die Mannschaft so lange, oder auch Real Madrid. Dafür bin ich so lange Fan. Und dementsprechend, ja, aber gegen City, es wird nicht einfach. Ich sage nicht, dass wir nicht weiterkommen. Nein, aber es wird schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Und so, wenn die schon mit der B11 dort gewinnen, so, ja, ich bin gespannt. Die sind on fire, würde ich so ein bisschen sagen. Auch wenn man vorher erst gesagt hat, die sind nicht ganz so gut. Auf jeden Fall wäre das, glaube ich, wieder ein sehr interessantes Spiel, weil die Spiele gegen City und Real, das sind immer irgendwie schon geile Spiele gewesen. Ja, das dazu. Aber das war jetzt noch am Rande, und grundsätzlich möchte ich jetzt mal kurz über Arda Güler nochmal sprechen, weil ich hatte das letztens ja im Arda Güler Video gesagt, im letzten, dass ich mal ganz kurz darüber sprechen möchte, was Real blüht, wenn sie nicht langsam aufwachen. Weil sonst habe ich immer über Arda Güler so gesprochen, klar, und warum, weshalb er ausgewechselt ist und etc. Aber es geht mal um den Hauptpunkt. Ich glaube, das versteht Real da nicht. Und es ist scheißegal, ob der einen Vertrag hat oder nicht. Auch wenn der Opa oder der Vater, oder wer immer das war, gesagt hat, die nächsten 5 Jahre wird Arda Güler dieses Trikot tragen. Das ist schön. Aber so, habt ihr in Arda Güler hämisches Lachen gesehen bei der letzten Auswechslung? War schon cool. War ganz ehrlich, er weiß von Haus aus, dass er ausgewechselt wird. Er war in dem Moment mit der Beste und wird ausgewechselt. Er kann auch 5 Tore geschossen haben vorher, wird ausgewechselt. Was geht in diesen Kopf von Arbeloa vor? Ich halte nichts von ihm als Trainer jetzt. Ich habe das schon so oft gesagt in meinem Video, ich bin da kein Freund von dieser Idee gewesen. Und will man auch wie Endrick, das war ja auch, nehmen wir nicht mal unseren Trainer, wir nehmen allgemein Real Madrid, das war ja auch schon ein Fehler. So, der hat eine super Statistik gehabt und den verleiht man. Und da ist er natürlich bei Leon on fire. Auch. So. Jetzt ist Rodrigo komplett im Arsch. Wir haben, im Endeffekt spielt Valverde da, kann man so ja hinstellen. Das ist so lächerlich. So, und er ist der Nächste. Und ich würde es ich feiere Arda Güler. Es geht ja nicht höher. Ich sag ja immer, er ist ja schon bei Real Madrid. Aber wenn man nicht durchspielt, wenn man nicht auf der 10 spielt, man weiß doch, wie Arda Güler auf der 10 spielt. Und so weiter und so fort. Dass Real Madrid nicht Fenerbahce ist, weil ich habe ja auch in den Kommentaren, ich lese eure, auch wenn es irgendwann zu viel wird, ich versuche so gut wie es geht, jeden zu beantworten, aber irgendwann, ne, ist nicht so viel, ich habe ja auch noch andere Sachen, die ich machen muss, aber das Ding ist, ich weiß gar nicht, ich finde das nur traurig für den Jungen im Endeffekt. Weißt du, er wird betitelt von Neymar und Co. als bester Mittelfeldspieler der Welt. Und wir hampeln rum. Und wenn Bellingham wiederkommt, dann wird noch mehr rumgehampelt. So, und dann ist wieder dieselbe Situation. Und dann glaube ich auch nicht, dass jetzt die Situation besser wird, die so und so schon nicht gut ist. So. Natürlich, wenn er jetzt auf der 10 durchspielt und nur als sein Ding, dann wird er kann auch nicht immer jedes Spiel 100%, aber man sieht doch, dass er will, und irgendwann wird man natürlich angesteckt, deswegen ja nicht falsch zu verstehen, weil viele haben mein vorletztes Video, wo ich Arda Güler so in den Vordergrund gestellt habe,
so ein bisschen Kritik geübt, weil ich nicht so, oder weil ich gesagt habe, er war jetzt auch nicht best. Das war aber nicht unbedingt eine Kritik an Arda Güler. Im Endeffekt ist ja klar, er wird ja mitgezogen. Wenn die Mannschaft scheiße spielt, dann warum sollte er, vor allen Dingen, warum sollte er, was weiß ich, wie spielen? Das macht ja so und so keinen Sinn, weil ich habe das mal wirklich drauf geachtet, was ich sonst auch tue. Meine Güte. Aber er fordert immer den Ball und keiner gibt ihn hin. Und wenn jetzt kommt der große Punkt, wenn sie ihnen den Ball geben, dann zur Situation, wo der Gegner viel zu eng steht und dann könnte der Ball natürlich abgefangen werden und dann jammern sie rum, ja, spiel doch den Ball hin, wenn der schon frei steht. Und dann hat Arda Güler, dann ist der super. Der geht so an ihn vorbei, an den Spielern. Das wird alles nicht gemacht. Aber der größte Angst oder meine Angst ist, den kannst du nicht abgeben oder verlieren. Aber wenn das so weitergeht, Liverpool, wer auch immer, die nehmen ihn mit Kusshand. Selbst Barca hätte ihn ja, wie gesagt, war ja fast so weit und dann ist er natürlich noch zu uns gewechselt. Aber bei Barca kann der mal von ausgehen, wie er da spielen würde. Und wie oft er spielen würde, ob er durchspielen würde und auf welcher Position viel er hier spielen würde. Da würde bestimmt alles klappen. Da würde er auf jeden Fall das kriegen. Hier, nö, ja, nö. Setz ihn noch als Torwart ein. Idiot, Mann. Der Trainer ist echt, also, ich verstehe das nicht. Mag er ihn nicht, dann sag es doch öffentlich. Dann setz ihn doch auf die Bank komplett. So, und das ist so ein bisschen, und so wird Arda Güler vielleicht, ich hoffe nicht, aber vielleicht Real Madrid verlassen. So, und das kann es nicht sein. Wegen irgendwelchen Egos oder weil der Trainer kein Fan von ist oder weil er zu doof ist, seine Stärken zu sehen. Weil ich habe auch langsam das Gefühl, dass das Problem ist. Oder ich will nicht politisch werden. Ich habe keine Ahnung, warum, keine Ahnung, vielleicht gönnen die kein Türken, dass er so gut ist. Aber müssen wir hier nicht auseinandernehmen, weil das ist ja ein Sportkanal hier so und ich will da nur mit sagen, ich frage mich die ganze Zeit, warum, weshalb, wieso das so passiert mit Arda Güler. Warum der Junge nicht mal einmal durchspielt. Einmal das viertletzte Spiel hat er durchgespielt, hat er sich sogar bedankt. Habe ich ganz schnell gesehen, dass er sich bedankt hat, dass er durchspielen durfte. So ist Arda. Und was hat er davon jetzt gehabt? Nichts. So. Also ganz ehrlich und naja. Ja, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil so geht der Junge weg. Oder ich hoffe ja nicht, dass er sich trotzdem durchbeißt und sagt, okay, aber irgendwann kommt man ja auf den Punkt, auch da hat man ja keinen Bock mehr. Das ist anstrengend. Und wenn man nicht wertgeschätzt wird, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also Real Madrid muss aufpassen, Arda Güler nicht zu verlieren im Sommer. So. Weil egal, Vertrag hin oder her, wenn die keinen Bock haben oder wenn das so passiert, was da passiert, man muss das Talent doch sehen. Man muss doch dies sehen. Und dass der nicht immer 5 Tore in jedem Spiel schießt, ist ja auch klar. Muss ja auch nicht. Aber er verteilt die Bälle gut, dies und jenes. Und das muss man doch sehen. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe das einfach an unseren Trainer nicht. Und dann wechselt er No-Name-Leute ein von seiner zweiten Mannschaft und wechselt als erstes Arda. Das ist so ein Arschtritt. Das ist so ein Arschtritt in meinen Augen. Unbegreiflich. Naja. Ich hoffe, dass Arda bleibt. Hoffe ich. Auch wenn man vielleicht, das kann ich als Real Madrid-Fan ja nicht sagen, ja, woanders wird er spielen. Ich hoffe einfach, dass Arda sich durchbeißt und wenn der neue Trainer kommt, dass das alles ein bisschen anders wird. So. Weil Xabi Alonso hat's gesehen. Arbeloa sieht auch schon wieder nichts und hat ein anderes Problem mit ihm. I don't know, ich weiß das nicht. Und wenn Bellingham jetzt wieder kommt bald, ich weiß es nicht. Naja, das ist meine Meinung, traurig. Und wenn Real nicht aufpasst, dann könnte es böse enden. Und dann sollte man nicht jammern. Und irgendwelche Ausreden oder irgendwelche noch hinterher treten oder irgendwelche Ausreden suchen. Ne, das gibt keine Ausreden. Der Spieler ist gut. Und da muss man nicht mal Fanboy sein. Nein, man muss einfach diesen Arda Güler spielen sehen. Und das reicht, glaube ich, schon. So, Leute, Hala Madrid.
Abonniert mich gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt und verlinkt dieses Video. Macht alles, wird mich natürlich weiterhelfen und dann bis zum nächsten Mal, Freunde.